Nicht jede Schulter verläuft gleich. Manche Schultern sind relativ gerade, während andere deutlich zum Arm hin abfallen. Mein Name ist Katja Winnichner und in diesem Video geht es um die Schulterneigung oder die Schulterschräge. Wir schauen uns gemeinsam an, wie gerade oder fallende Schultern die Passform beeinflussen, wie du die Schulterschräge an dir selber messen kannst und natürlich auch, wie du das in deinem Schnitt ändern kannst. Los geht's! Messen kannst du die Schulterschräge, indem du einmal ein Zeichendreieck an der Schulterspitze anlegst und das gerade hältst. Nun kannst du den Abstand zwischen dem äußeren Schulterpunkt und dem Zeichendreieck bestimmen. Es gibt auch noch eine andere Methode und die zeige ich dir jetzt. Dazu nimmst du dir einmal ein ganz normales Blatt A4 und faltest das zweimal längs. Dann trägst du hier deine Schulterlänge ein. Nun kannst du diesen Streifen so falten, dass sich ein rechter Winkel bildet. Das ist deine Schulterlänge und nach unten kannst du nun einmal ein paar Maße eintragen. Ich würde jetzt einfach mal bei 2 cm, 3, 4, 5 cm eine Markierung setzen. Und nun kannst du zum Beispiel einmal bei 3 cm deinen Streifen falten und an der Schulterspitze anlegen. Und dann prüfen, ob diese Kante gerade ist. Hier ist es noch nicht so, dann kannst du das einfach etwas weiter falten, bis die Kante oben gerade ist und dann hast du dein Maß und kannst es hier ablesen. Auf diesem Bild siehst du 3 Frauen mit unterschiedlichen Schulterneigungen. Die Frau links hat eine sehr ausgewogene Schulterschräge. Mit diesem Maß werden auch die meisten Fertigschnitte konstruiert. Die Frau in der Mitte dagegen hat sehr fallende Schultern. Die Schulterlinie verläuft hier deutlich schräger. Der Abstand vom Zeichendreieck zur Schulter ist hier größer. Verwendest du nun einen Schnitt mit einem normalen Schultergefälle, so hat der Stoff über der Schulterrundung zu viel Höhe, also zu viel Stofffülle. Dadurch bilden sich Schrägzüge vom Hals Richtung Armloch. Das Armloch hängt sozusagen durch. Außerdem hast du einen Ärmel, der nicht sauber fällt. Auf der rechten Seite siehst du eine Frau mit sehr geraden Schultern. Die Schulterlinie ist hier deutlich flacher und der Abstand zum Zeichendreieck sehr klein. Verwendest du nun einen Schnitt mit einem normalen Schultergefälle, passiert Folgendes. Der Stoff sitzt auf der Schulterrundung auf und es bilden sich Schrägzüge Richtung diesem Schulterpunkt. Gleichzeitig hängt das andere Ende am Hals in der Luft. Hast du einen weichen Stoff, dann bilden sich um das Halsloch rum Hängefalten. Bei einem steiferen Stoff oder bei einem Kragen kann man manchmal in den Kragen hineinschauen. Und bevor ich dir gleich zeige, wie du die Schulterschräge in deinem Schnitt ändern kannst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du von einem einfachen Oberteil oder von einem Sweatshirt den Schnitt abnehmen kannst. So kannst du dir dein Lieblingsteil kopieren. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung. Hier siehst du einen einfachen Oberteilschnitt. Das ist das Rückteil und das ist das Vorderteil. Und hier oben befinden sich die Schulternähte. Wie du siehst, fallen die zum Armloch hin ab und diese Neigung nennt man die Schulterschräge. Je stärker diese Linie nach außen fällt, desto größer ist das Schultergefälle. Ich zeige dir jetzt am Rückteil, wie du diese Schulterneigung ändern kannst. Die gleiche Änderung machst du natürlich auch am Vorderteil. Dazu brauchst du ein paar Hilfslinien. Zuerst zeichnest du vom äußeren Schulterpunkt Richtung hintere oder vordere Mitte 4 oder 5 cm Richtung Zentrum. An der Seitennaht gehst du 2 bis 3 cm Richtung Saum. Und jetzt zeichnest du einen rechten Winkel zur hinteren Mitte auf den Punkt an der Seitennaht und eine parallele Linie zur hinteren Mitte, die auf diese Linie trifft. Und nun schneidest du dieses Teil komplett raus. Du verschiebst jetzt dieses seitliche Teil entweder nach oben oder nach unten. Für eine gerade Schulter wird das Schulterende angehoben.
Dadurch wird die Schulterlinie flacher. Das Armloch verschiebt sich nach oben. Du schiebst das also an dieser Linie entlang. Dadurch wird die Seitennaht etwas länger, das Armloch bleibt gleich und du kannst nun die Schulter begradigen, indem du die Schulterspitze mit dem äußeren Schulterpunkt verbindest. Für eine fallende Schulter dagegen wird das Schulterende abgesenkt. Dadurch verschiebt sich das Armloch nach unten. Du schiebst es also an der Linie nach unten, dadurch wird die Seitennaht etwas kürzer und du kannst wieder beide Schulterpunkte miteinander verbinden. Das Schultergefälle nimmt deutlich zu. Die gleiche Änderung machst du natürlich auch am Vorderteil. Um herauszufinden, ob deine Schulterneigung von deinem Papierschnitt abweicht, kannst du das einmal direkt vergleichen. Dazu legst du mal die Schulterspitzen aneinander. Und zwar so, dass vordere und hintere Mitte auf einer Höhe liegen. Wenn du den Abstand zwischen diesen zwei äußeren Schulterpunkten halbierst, erhältst du deine Schulterschräge. Die kannst du jetzt direkt mit deinem gemessenen Maß vergleichen. Weicht diese Schulterschräge im Schnitt stark von deinem gemessenen Maß ab, solltest du diese Änderung durchführen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich über ein Like und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!